1996 war das Geburtsjahr von Tomb Raider. Doch anders als viele glauben, begann Laras Reise nicht auf der PlayStation, sondern auf dem Sega Saturn. Es war die ursprüngliche Version, die PS1 und der PC folgten erst später. Dank Lara Croft wurde das Spiel über Nacht zum popkulturellen Phänomen. Eine starke, intelligente Heldin in einem bahnbrechenden 3D-Action-Adventure. Ein Mega-Erfolg. Kein Wunder also, dass die Erwartungen an Tomb Raider 2 ins Unermessliche stiegen. Die Entwickler Core Design planten fest mit dem Saturn. Doch mitten in der Entwicklung passierte das Unfassbare. Das Projekt wurde gecancelt. Der Saturn wurde fallen gelassen. Bis jetzt. Fast 30 Jahre später wird die Geschichte korrigiert. Wir werfen heute einen exklusiven Blick auf das Unmögliche. Tomb Raider 2 nativ auf dem Sega Saturn. Mein Name ist Kenko und das ist eine neue Ausgabe von Mission Adaption, dem Format, das sich den spannenden Portierungen und Umsetzungen von Spielen widmet. Auf geht's! Das Entwicklerstudio Core Design begann also sofort mit den Arbeiten am Nachfolger, der für 1997 geplant war, wobei der Saturn neben der PlayStation fest als Plattform eingeplant war. Doch dann nahm das Schicksal eine unerwartete Wendung. Gerüchte kamen auf, der Saturn sei technisch nicht in der Lage, die komplexen Level des Nachfolgers zu bewältigen. Doch es kam anders. Letztlich wurde bekannt, dass Core Design und Sony einen exklusiven Vertrag unterzeichnet hatten. Die PlayStation sollte exklusiv bis 1999 die einzige Konsole für Laras Abenteuer werden. Sony hatte Sega strategisch ausgespielt und der erste Teil blieb für Jahrzehnte das einzige Tomb Raider, das Saturn-Besitzer offiziell spielen konnten. Bis jetzt. Im Jahr 2022 startete der Homebrew-Entwickler Retro Raider John das Projekt, die Unfinished Business Level des ersten Teils für den Saturn zu bringen, was ihm auch erfolgreich gelang. Doch mittlerweile hat das Vorhaben eine völlig neue Dimension erreicht. Trotz anfänglicher Skepsis aufgrund der Komplexität von Tomb Raider 2 gelang es John, die Basis-Engine des ersten Saturn-Spiels so massiv mit neuen Code zu modifizieren, dass eine Art maßgeschneiderte Hybrid-Engine entstand. Und nun können wir tatsächlich endlich das erste Level von Tomb Raider 2 auf echter Saturn-Hardware spielen. Denn am 27. Februar 2026 wurde die erste Demo veröffentlicht und die technischen Details sind schlicht beeindruckend. Laras Modell entspricht exakt ihrem 1997er Design, inklusive ihres schwingenden Pferdeschwanzes. Während Lara im ersten Teil noch einen Dutt tragen musste, um die Hardware nicht zu überfordern, spendierte man ihr für den Nachfolger den ikonischen Zopf. Lange hielten sich Gerüchte, dass genau das auf dem Saturn unmöglich umsetzbar sei. Doch diese Demo beweist das Gegenteil. Auch die erweiterten Bewegungen für Lara aus Tomb Raider 2 sind vollständig implementiert. Das Spiel behält den typischen, etwas grob pixeligen, insgesamt helleren Saturn-Look bei, während die PS1-Version etwas dunkler wirkt. Dafür punktet der Saturn mit etwas weniger verzerrten 3D-Objekten, also dem klassischen Warping, das man von der PlayStation kennt. Vermutlich ist das Spiel auf dem Saturn insgesamt etwas heller, um die fehlenden Items und deren Lichteffekte, wie zum Beispiel hier bei den Fackeln, auszugleichen. Trotzdem gibt es dynamische Lichteffekte, etwa wie beim Abfeuern der Pistolen. Das Level-Layout hingegen wurde originalgetreu übernommen. Keine verkürzten Abschnitte, sondern wirklich 1:1 dasselbe Level. Und sogar das originale CGI-Intro wurde übernommen. Und ja, auch beim initialen Start des Spiels startet das originale Passmenü, bei dem wir zuerst gefragt werden, ob wir auf den internen Systemspeicher oder auf der Speichererweiterung unseren Spielstand abspeichern möchten. Ansonsten bietet das Menü eine abgespeckte Variante mit weniger Einstellmöglichkeiten, aber dafür die passenden Icons. In-game gibt es leider auch immer wieder Abschnitte, bei denen die Framerate gegenüber der PlayStation-Version einbricht. Der Vergleich ist allerdings etwas unfair, schließlich nutzt die PS1-Version eine andere Engine. Für Veteranen, die damals die Absage der Saturn-Version miterlebt haben, ist dieses Projekt, wie ich finde, eine späte Genugtuung. Lara ist endlich wieder zu Hause. Ob das gesamte Spiel jemals fertiggestellt wird, bleibt natürlich abzuwarten. Doch die bisherigen Fortschritte sind phänomenal. Die große Mauer war erst die Vorspeise und die Reise nach Venedig ist bereits in Arbeit. Wie ein Video von John auf seinem YouTube-Kanal zeigt, ist das komplette Level schon spielbar. Insgesamt sind wohl mehrere Levels bereits funktional. So schreibt John in seiner Videobeschreibung: Nachdem die wichtigen Funktionen erfolgreich implementiert wurde, darunter dynamische Beleuchtung, Watten im Wasser, Klettern und sogar ein neues Fahrzeug, wurde mir klar,
dass nach oben kaum Grenzen gesetzt sind. Ich gehe fest davon aus, im weiteren Verlauf der Entwicklung einiges von Laras neuen Waffen und möglicherweise weitere Elemente implementieren zu können. Wow, insgesamt zeigt uns dieses Projekt eindrucksvoll, was 1997 auf dem Saturn vielleicht doch möglich gewesen wäre, wenn Sony damals nicht den exklusiven Riegel davor geschoben hätte. Aber jetzt mal Hand aufs Herz und ab damit in die Kommentare. Hättet ihr Tomb Raider 2 damals lieber auf dem Saturn gespielt? Oder wärt ihr doch bei der PlayStation-Version geblieben? Und habt ihr überhaupt gewusst, dass die Tomb Raider-Serie ursprünglich auf dem Saturn gestartet ist? Und sagt ihr eher Tomb Raider oder sagt ihr Tomb Raider? Schreibt's in die Kommentare. Wie immer, bleibt neugierig und spielt Retro. Ciao. Wenn du den Content von Kanko gut findest und ihn unterstützen willst, kannst du das gerne über eine Kanalmitgliedschaft machen oder über eine einmalige Spende. Auch abonnieren hilft und ein Like. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Snake Ende.